Herzlich willkommen zu meinem heutigen Wochenvideo und dieses Mal möchte ich Ihnen erläutern, wie es möglich ist, dass man bei so Erkrankungen wie zum Beispiel Gelenkbeschwerden oder bei wirklich eitriger Akne, entweder ganz grob am Rücken oder auch am Gesicht, und auch bei grundsätzlich erhöhten proinflammatorischen Botenstoffen mit natürlichen Mitteln zu einem ganz erstaunlichen Ergebnis kommen kann und dabei auf solche Mittel wie Cortison oder nichtsteroidale Antirheumatika durchaus verzichten kann. Das Ganze hat auch eine Auswirkung am Rande, was es mit Virus- und bakteriellen Infektionen zu tun hat und damit natürlich letztendlich auch mit dem Verlauf einer Covid-Infektion. Wenn Sie das alles interessiert, dann bleiben Sie dran und gleich geht's in medias res. Das erste Mal vorweg. Sie sehen hier die Bilder einer Aknebehandlung, wie wir mit einem autologen zytokinreichen Serum gearbeitet haben, in dem es darum geht, dass sich die Interleukin-1 Botenstoffe und der Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist, also der Gegenspieler, der sozusagen diesen proinflammatorischen Interleukin-1-Wert neutralisieren soll, optimiert. Und was das für Effekte bei einer doch wirklich ausgeprägten Akne innerhalb nur einer Nacht haben kann. Dazu habe ich nicht viele Ergebnisse und schon gar nicht Leute, die dann auch am nächsten Tag da sind und mir ihre Fotos zeigen. Aber es soll Ihnen zeigen, was möglich ist, wenn man lokal eine scheinbar nicht zu stoppende Entzündung stoppt. Dazu sollten Sie aber auch wissen, dass in diesem Eiter, den man bei der Akne sieht, innerhalb guter Studienlage man nachweisen kann, dass dort der Körper hergeht und aus essentiellen Fettsäuren, also aus Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure, die sogenannten über die Stufe der Pro-Resolving Mediators, die man ja auch als Kapsel schlucken kann, dann am Ende die Resolving Mediators bildet, also die Stoffe, die am Ende zur Ausheilung beitragen. Und da gibt es tatsächlich Untersuchungen eines solchen Eiters, in dem man dann sieht, dass diese Resolving-Mediatoren sich dort vermehren. Wenn so eine immer wiederkehrende Eiterung natürlich nicht zur Ausheilung kommt, also irgendwie nicht zum Ende findet, haben wir eine chronische Entzündung. Und möglicherweise fehlt dem Körper entsprechend viel Ausgangssubstanz, also essentielle Fettsäuren, Pro-Resolving Mediators, oder es fehlen entsprechend viele eosinophile Granulozyten, in denen nämlich genau die Enzyme exprimiert werden, die notwendig sind, um aus diesen Ausgangssubstanzen diese Resolving Mediators zu bilden. Und da kann man jetzt zum Einsatz bringen, dass man eben lokal, wie bei der Akne, auch in Gelenken, auch dazu gibt es ja eine Reihe von Patientenberichten, die damit Erfahrung haben, diesen Nutzen der Veränderung des Quotienten aus Interleukin-1 und Interleukin-1-Rezeptor-Antagonisten zu nutzen und lokal zu applizieren, also quasi ins Gelenk zu spritzen und darüber ähnliche Effekte einer Begrenzung einer chronischen Entzündung zu erzielen. Die Studienlage zeigt uns übrigens auch, dass wenn wir die Pro-Resolving Mediators geben und der Körper in der Lage ist, die Resolving Mediators daraus zu bilden, eine ganze Reihe von proentzündlichen Botenstoffen sich in hochsignifikanter Form neutralisieren lassen. Dazu gehört unter anderem auch das sogenannte CCL5, also auch bekannt als Rantes-Wert, was ja ein Produkt des angeborenen Immunsystems ist und sich unter anderem aber auch in den Nikos befindet, die man als Neuralgie oder Nekrose induzierende Kavitäten einer Kieferentzündung findet. Also dort ist dann kein Knochen, dort öffnet man diesen Kieferbereich und man findet darin eine fettige Substanz. Und wenn man diese fettige Substanz hinsichtlich der Botenstoffe untersucht, dann findet man ganz besonders viel von dem CCL5-Rantes-Wert. Und darüber gibt es ganz viel Literatur, die aber heute jetzt nicht der Schwerpunkt sein soll, sondern Entzündungen im Körper, die sich also mit verschiedensten chronischen Beschwerden beschäftigen und uns dazu verleiten, ganz häufig auch nichtsteroidale Antirheumatika oder Cortison zum Einsatz zu bringen,
was ja auch nicht frei von Nebenwirkungen ist, lässt sich auch über andere natürliche Wege erzielen, wie die Grundlagenforschung natürlich immer kleine Studienserien zeigt, die aber diese Nebenwirkungen nicht haben. Und wohin ich Sie gerne führen möchte, ist, dass Sie, wenn Sie von solchen Symptomen betroffen sind, sich mit dem Thema der Pro-Resolving Mediators, mit dem Thema der eosinophilen Granulozyten und der Eosinopenie beschäftigen und dass Sie das auch in Beziehung setzen zu solchen Problemen wie Gelenkentzündungen, wie Muskelschmerzen, wie allgemeiner Entzündung, also chronisch entzündliche Erkrankungen in jeglicher Art, egal ob Rheuma, ob jetzt eine Darmentzündung oder auch Autoimmunerkrankungen oder auch neurodegenerative Erkrankungen, wie zum Beispiel in der Vorbeugung von Alzheimer-Erkrankungen, sich mit diesen Möglichkeiten genauer auseinanderzusetzen und im Zweifel, wenn Sie bei Akne oder bei Gelenkbeschwerden sagen, okay, die bisherigen Methoden haben nicht geholfen und bevor ich jetzt in Richtung Cortison ins Knie oder Gefahr einer Prothetik komme, kann man vielleicht frühzeitig Methoden anwenden, die auch mit natürlichen körperlichen Antworten eine Regeneration herleiten. Ich fasse also noch einmal zusammen. Haben Sie eine chronische Entzündung, die nicht zur Ausheilung kommt, kann man über Pro-Resolving Mediators Resolving Mediators erzeugen. Wenn man trotz guter Beladung mit diesen Substanzen nicht zum gewünschten Ergebnis kommt, könnte es daran liegen, dass Sie nicht genügend eosinophile Granulozyten haben oder dass auch das Enzym P450 nicht ausreichend in der Lage ist, eine Pro-Resolving Mediator zu bilden. Und es gibt die Option, dass man gezielt Zytokinmuster im Blut untersuchen kann und dass man auch im Verlauf untersuchen kann, ob die Maßnahmen zum Erfolg führen. Und bei diesen Maßnahmen denke ich nicht an Cortison und denke ich nicht an NSAR, sondern denke ich wirklich an Pro-Resolving Mediators und an Lokaltherapien, wie zum Beispiel die autologe zytokinreiche Serumtherapie, die man sehr gut bei Akne, bei Gelenkbeschwerden in der Nähe von Sehnenproblematiken einsetzen kann. Und wenn Sie das interessiert, dann schauen Sie sich doch auch die damit verlinkten Videos nochmal genauer an. Dass die Geschichte mit dem ITER und dem Pro-Resolving Mediators nicht von mir ausgedacht wurde, sondern dass es dafür tatsächlich auch eine gute Studie gibt, zeige ich Ihnen noch hier. LXS, Resolvine RVS and other specialized pro-resolving mediators are produced in pus, pus anderes Wort für ITER, to limit or stop further neutrophil tissue infiltration. Also, dass die neutrophilen Granulozyten nicht noch mehr immer wieder in dieses Gewebe reinlaufen und entzünden. Um jetzt nicht nur irgendwas zu erzählen, sondern auch denen, die das für viel zu schön halten, was ich Ihnen hier erzähle, ein bisschen wissenschaftlichen Hintergrund zu geben, rolle ich jetzt mal einen kleinen Einblick in die Studiensammlung, die es dazu gibt, von hinten auf. Das heißt, ich beginne eigentlich bei den Lungenerkrankungen, bei den Viruserkrankungen, bei der Covid-Erkrankung und ende am Ende letztendlich bei den Gelenkerkrankungen und dem Akne-Bild mit dem Eiter, der nicht irgendwie enden will, sodass Sie anhand dieser Studienlagen, die es da PubMed gelistet gibt, sehen können, das ist nicht Spinner, das ist super gut belegt, das ist einfach nur noch nicht Teil der täglichen Medizin. Aber Sie wollten ja immer schon eine Nasenlänge, wie war das noch, voraus sein. So, in dieser Studie sehen Sie im Lancet veröffentlicht Cytokine and Chemokine Measurements, welche Botenstoffe überhaupt gemessen werden, wenn es darum geht, zum Beispiel bei Covid-Erkrankungen einen Zytokinsturm zu beschreiben. Und an dieser Studie sehen Sie die Bedeutung von Asthma und Covid-19 und dabei geht es um die Beziehung zu den eosinophilen Granulozyten. Wenn die also nicht da sind, dann können wesentliche Enzymsysteme nicht moduliert werden, können nicht aus Ausgangssubstanzen antientzündliche Botenstoffe bauen. In dieser Studie sehen Sie zum Beispiel die Bedeutung von einem Parasitenbefall, also the Global Helminth Belt and Covid-19, the New Eosinophilic Link. Das ist das, worüber wir in der Beschreibung der intravenösen Sauerstofftherapie schon seit Jahren von der Pseudoparasitenkrankheit
Theorie oder Hypothese sprechen, weil man nämlich erkennt, dass wenn eosinophile Granulozyten vermehrt vorhanden sind, natürlich getriggert durch Parasiten, dass dann Autoimmunerkrankungen oder auch Zytokinstürme blander verlaufen. Und das ist genau das, was mit der intravenösen Sauerstofftherapie eben erzielbar ist, und zwar dosiert erzielbar ist. Innerhalb von wenigen Minuten wird ein Reiz gesetzt, über den der Körper dann bis zum nächsten Tag oder übers Wochenende Zeit hat, nachzudenken oder zu arbeiten oder gegenzuregulieren und dann langsam, aber beständig an dieser regulativen Therapie wachsend auch eosinophile Granulozyten zu bilden und auch wieder verschwinden zu lassen, sodass man also nicht unter einem Dauerstress steht, wie einer echten Parasitenbelastung, sondern unter einem regulativen Reiz. Und das wird hier sehr schön beschrieben, wo eben auch steht, now in this paper we delve into the different biological mechanisms behind the observation and describe how chronic helminth infection closely correlates with a type of immune phenotype that is characterized by high levels of eosinophils and a stifled inflammatory response. We also argue that the phenotype is a perfect setting to avert both the infection with the COVID-19 virus and the acute respiratory distress syndrome, ARDS. That is the main cause of death from this disease. So, da zeigt man, wie wichtig die Eosinophilen im Zusammenhang sind und wie viele Menschen haben überhaupt keine eosinophilen Granulozyten in ihrem Differentialblutbild. Und das ist ein Messparameter, den man wirklich für unter 10 € ermitteln kann und sehen kann, wo man steht und ob man hier überhaupt ein Bedürfnis hat. Und wo man in der Prävention, immerhin merken wir ja mittlerweile, dass die Durchbrüche nach Impfungen zunehmen. Mittlerweile hören wir, dass Comirnaty vielleicht nur noch 42% Impfschutz hat, während das andere mRNA-Impfmedium, also von Moderna Spikevax, noch mit 76% dasteht. Und guckt man sich die Real-Lifetime-Daten aus England an, wo ja nun auch 44% Reinfektionen da sind, und dort wurde überwiegend ja mit dem Vektorimpfstoff Vaxzevria geimpft, dann ist auch da eben eine gewisse Wiedererkrankung zu erkennen, die natürlich überwiegend blande verläuft, aber auch 80% aller Infizierten haben einen extrem blanden Verlauf, auch überwiegend, das muss man also natürlich auch immer alles relativ sehen. Und diejenigen, die dann natürlich den etwas schlechteren Verlauf haben, genau für die ist eigentlich dieser Vortrag hier, um denen zu klagen, hey, wenn ich gefährdet bin, was kann ich denn noch für mich tun? Denn noch eine Impfung und noch eine Impfung mit dem Ziel, ganz viele neutralisierenden Antikörper zu finden, ist sinnvoll und richtig und gut, aber ursachenorientierte Therapien sollten dabei nicht vernachlässigt werden und daher kriegen Sie diese Information. Dann haben wir noch eine Studie, die beschäftigt sich jetzt wirklich im Hinblick auf das Thema Akne zum Beispiel. Es geht nämlich nicht nur um E. coli, also einen klassischen Darmkeim, der auch Harnwegsinfekte macht und natürlich auch Verunreinigungen auf der Haut haben kann, sondern es geht auch um Staphylococcus aureus, also ein Hautkeim. Und der stimuliert nämlich die 5-Lipoxygenase und auch andere Cyclooxygenase-Pathways mit dem Ziel, dass M1-Makrophagen entstehen. Und M1-Makrophagen sind ein Problem. Die erzeugen nämlich eine chronische Entzündung. Die erzeugen die proinflammatorischen Botenstoffe. Und wichtig ist, dass wir einen Wechsel in die M2-Makrophagen bekommen, damit wir dort eine antientzündliche Wirkung hinbekommen. Und dieses lässt sich wunderbar durch die Resolvine D2, also Resolvin VD5 und Maresin 1 erzielen, denn es aktiviert die M2-Bildung. Und damit ist nochmal ein Beleg dafür, warum man durch eine Resolving-Produktion erreichen kann, dass der Körper aus eigener Kraft heraus sowohl bei Hauterkrankungen als auch bei systemischen Erkrankungen einen guten Effekt erzielen kann. Und hier gibt es eine Doktorarbeit, da geht es um akute und chronische Entzündung als Hauptkomponente der meisten Lungenerkrankungen, mit einschließend Asthma, Lungenkrebs, chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Und Sie kennen ja auch unser Beispiel von dem Patienten mit der COPD, der ja hier seine eigene Geschichte erzählt und wo wir seinerzeit noch gar nicht mal mit den Pro-Resolving Mediators, sondern mit den essentiellen Fettsäuren gearbeitet haben und im Zusammenhang der intravenösen Sauerstofftherapie einen
so schönen Switch in seinem Befindlichkeitennamen hinbekommen können. Und hier ist ein Beispiel, das ist ja auch bekannt, dass überwiegend übergewichtige Menschen einen negativen Verlauf bei Covid-Erkrankungen haben. Und man sieht, dass eben das Fettgewebe, vor allem das Bauchfettgewebe, natürlich dazu beiträgt, dass viele proentzündliche Botenstoffe gebildet werden. Und insofern gibt es hier eine Studie, wo man die Pro-Resolving Mediators gegeben hat und wo man eben auch wieder sehr schön sehen kann, wie sich über die Zeit wirklich ein deutlich verbesserter Verlauf der viralen Infektionen gezeigt hat. Metabolites of the specialized pro-resolving mediator family are critical in the resolution of viral infection through multiple mechanisms. Und wird hier sehr schön auch in einem Schaubild dargestellt, in dem man eben auch sehen kann, wie wirklich über die verschiedenen Stoffwechselwege dann die Resolvine im Einzelnen und auch welche Enzymsysteme daran beteiligt sind, gebildet werden. Und wenn Sie sich solche Pro-Resolving-Produkte angucken, dann können Sie auch sehen, welche präformierten Substanzen da drin enthalten sind. Dazu gehören natürlich im Wesentlichen 17-HDH, 14-HDH, 18 Hepe, was die wesentlichen und am besten beforschten Pro-Resolving Mediators in dieser Fragestellung sind. Dann gibt es hier nochmal eine weitere Studie zu den potenziellen Vorteilen und Risiken einer Omega-3-Fettsäureergänzung bei Patienten mit Covid-19 und auch sehr schöne Schaubilder dazu, die auch wieder sehr gut zeigen, wie man im Einzelnen die Stoffwechselwege verändern kann. Wir sehen in dem Bild, dass immer eine akute Entzündung zugelassen werden muss. Es ist also falsch, ist am Anfang einer Entzündung möglicherweise gleich mit Cortison oder NSAR einzugreifen. Es gibt vor allen Dingen auch antientzündliche Prostaglandin E2-Parameter, die über eine Prostaglandin E2-Synthase gebildet werden und insofern also nicht immer nur proentzündlich sind, denn das ist ja das, was wir mit NSAR unterdrücken. Und wir sehen in dem Schaubild hier sehr schön, wie dieser akute Stress eben stattfindet und wie dann diese Resolving-Phase stattfinden muss. Und die darf eben nicht in einen chronischen Verlauf übergehen. Und dann wird in diesem Schaubild auch wieder sehr schön gezeigt, was da eigentlich abgehen soll. Und auch hier in dieser Studie mit dem Titel Resolvins in Inflammation, Emergence of the Pro-Resolving Superfamily of Mediators von Charles N. Serhan und Bruce D. Livy, das in dem Schaubild folgend eben auch hier markiert, however, nicht-steroidale Antirheumatika are not without unwanted side effects, und das wird eben sehr schön hier erklärt und er beschreibt in seinem Artikel sehr detailliert, warum die Pro-Resolving Mediators hier so gut wirken. Und dann haben wir eine Studie, die zeigt Resolution of Inflammation, State of the Art, Definitions and Terms. Und da sieht man eben auch sehr schön, welche Schlüsselfunktionen die einzelnen zellulären Mitspieler haben. Da sieht man auch wieder diese verschiedenen Verläufe der Entzündung und der Resolution, der Entzündungshemmung. Und das Wichtige ist, these stop signals, also es geht ja darum, dass am Ende eine Entzündung ihr Ende finden muss. These stop signals include the lipoxins, resolvins and prostaglandins of the D series and pave the way from monocyte migration and differentiation of phagocytosing macrophages with removed dead cells and then exit the site of inflammation. Es geht also darum, dass diese Botenstoffe gebildet werden, damit aus den Monozyten die richtigen Makrophagen werden, die M2-Makrophagen nämlich, und dass der ganze Zellmüll aufgegessen wird, dass die Zellen sich nicht zumüllen und dass eine Ursache für eine chronische Entzündung behoben wird und eine Heilung eintreten kann. Und hier ist nochmal eine schöne Studie aus American Journal of Physiology, Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, und der
Die Studie heißt Human Inflammatory and Resolving Lipid Mediator Responses to Resistance Exercise and Ibuprofen Treatment. Und da wird verglichen, was junge Menschen tun, wenn sie kein NSAR nehmen und wenn sie ein NSAR nehmen. Und dann sieht man eben, wie die verschiedenen proentzündlichen Botenstoffe, aber im Verlauf auch antientzündlichen Botenstoffe gebildet werden und dass all dieses unterdrückt wird, wenn man eben die nichtsteroidalen Antirheumatika einsetzt und damit diese enzymatischen Umgehungskreisläufe stoppt, sodass also alles, was über Cyclooxygenase 1 und 2 eigentlich gebildet werden könnte, damit sozusagen ausgeblendet wird. Und dann noch die Studie im Preview, noch nicht abschließend, von Professor König und mir, wo wir eben Ihnen darstellen, wie wir tatsächlich anhand von 15 Teilnehmern, Männer und Frauen mittleren bis hohen Alters, mit durchaus auch gravierenden Vorerkrankungen von Zustand nach Krebs oder auch von chronischer Arthritis und auch Fibrosierungen der Lunge mit dieser intravenösen Sauerstofftherapie behandelt haben und dann deren Blut parallel genutzt haben, um auch zu schauen, was die Botenstoffe Interleukin 1 und Interleukin 1 Rezeptor Antagonist da machen. Und insofern haben wir im Mittel, das ist ja vielleicht mal ganz spannend, einen Ausgangswert von Interleukin 1 Rezeptor Antagonist durch Interleukin 1 Beta von 37,01:1 zu 223 zu 54 zu 223,45:1 erreicht. Und das bedeutet, Interleukin 1 Rezeptor Antagonist unterdrückt die Entzündung und Interleukin 1 Beta erzeugt die Entzündung. Und wenn Sie 223,54 unterdrückt die Entzündung zu einem Mitarbeiter, der Entzündung macht haben, dann haben Sie keine Entzündung. Und wenn Sie das schaffen und das sich auch im Körper systemisch zeigt, dann haben Sie natürlich gewonnen. Und wenn es nicht ausreichend ist und lokale Punkte nicht richtig erreicht werden, irgendwelche Wälle für die Entzündung rekrutierte Makrophagen da zum Beispiel sind, dann können Sie durch eine lokale Gabe dieses autologen zytokinreichen Serums, was man unter sterilen Kautelen dann an diese Stelle spritzt, dort lokal in der Sprache Ihres Körpers sagen, hey, ändere das mal. Und das ist natürlich in keinen großen Studien belegt, aber wir sehen hier eindeutig, dass das Konzept, was wir Ihnen hier vorstellen, wirklich funktioniert. Und Sie sehen anhand der Patientenberichte, was am Ende bei denen, die eine solche autologe zytokinreiche Serumtherapie denn schon genossen haben, dabei rausgekommen ist. Und ich möchte Ihnen nochmal an einem kleinen Schaubild zeigen, was eine Studie, nämlich die CC-Chemokin-Ligand, Moment, das wollte ich nicht, möchte Ihnen an dieser Studie zeigen, wie nicht bei mir, sondern ganz an anderer Stelle im Grunde genommen die Wirkung der Resolvine auf Makrophagen, die mit Lipopolysacchariden stimuliert wurden, also das, was wir aus Bakterien kennen, das, was beim Leaky Gut Syndrom systemisch bei jedermann passieren kann, was wir auch als sogenannte Danger-Moleküle kennen. Und dann sieht man hier in der Grafik D und E, was also Action on Protectin D1 auf diese Makrophagen und in der Grafik E, was Action auf Resolvin D1 auf Makrophagen mit diesen proinflammatorischen Botenstoffen passiert, die also gravierend reduziert werden, hochsignifikant, also mit 2 Sternchen, und was Ihnen verdeutlichen soll, was also sozusagen an gut publizierten und an anderen Stellen auch im Review-tauglichen Erkenntnissen bereits vorhandenen Möglichkeiten da ist, für dieses in der aktuellen Medizin eigentlich noch kaum etablierten therapeutischen Konzeptes der Pro-Resolving und Resolving Mediators bekannt ist. Also wer bis jetzt nicht angefixt ist, dann weiß ich auch nicht.
Ich hoffe, dass ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt habe und Sie auf diesem doch wissenschaftlichen Teil so weit habe mitnehmen können, dass Sie erkennen, dass hier wirkliche wissenschaftliche Zusammenhänge bestehen. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie mich abonnieren, wenn Sie dranbleiben, wenn Sie an solchen Themen interessiert sind, das durchaus auch zu kommentieren. Und vielleicht auch, wenn Sie selber Studien in diesem Zusammenhang finden, mir die zu schicken. So kann ich das immer wachsend auch in meine Vorträge oder in mein therapeutisches, diagnostisches Konzept mit integrieren, so wie ich ja mittlerweile auch die Zytokine als Block von über 20 Zytokinen messe und damit im Verlauf dann auch zeigen kann, dass solche therapeutischen Konzepte individuell auch greifen.